Mein Name ist Alexander Vonnahme, ich bin Leiter des Baubetriebshofes hier in der Stadt Winterberg. Die Stadt Winterberg ist die höchstgelegene Stadt in Nordrhein-Westfalen. Grob liegt sie zwischen Köln und Kassel und hat eine Höhenlage von Winterberg selbst von 670 Metern. Die höchste Erhebung ist der Kahle Asten mit 841 Metern. Ja, der Baubetriebshof, wie andere Baubetriebshöfe auch, hat im Sommerhalbjahr viel mit Grün- und Beetanlagenpflege zu tun. Im Winterhalbjahr der Winterdienst ist hier stärker gefordert wie in den tiefer gelegenen Regionen. Wir sind hier eine Destination im Tourismusbereich mit 1,9 Millionen Tagesgästen und 1,2 Millionen Übernachtungen. Dementsprechend ist das Aufgabenportfolio stark im Tourismusbereich angesiedelt. Ich bin der Dominik Scherf von der RKF Blesis und möchte euch heute den kleinsten Geräteträger aus dem Hause AEBI Schmidt vorstellen, die Flexigo 150. Der Hauptanwendungsbereich der Flexigo 150 ist das Kehren mit einem Frontbesen und hinten einer Kehrbehälter drauf. In diesem Fall heute haben wir hier die Flexigo 150 mit einem Fiedler Ausleger verbaut und einem Mähkopf angebaut. Der Ausleger kann natürlich auch mehrere Arbeitsgeräte antreiben, wie zum Beispiel eine Wildkrautbürste, einen Gießkopf, einen Mähkopf oder eine Astschere. Zusätzlich haben wir hinten verbaut eine Pritsche zum Kippen und ein Gebläse. Die Flexigo 150 können wir auch mit einem Wasserfass, was wir zusätzlich auch als Solesprüher benutzen können, verbauen. Ich bin Michael Schulze von der AEBI Schmidt Deutschland GmbH. Aktuell befinden wir uns hier in Winterberg, wo der Langzeittest beim Kunden läuft. Uns ist es wichtig, für Kunden und mit Kunden zu entwickeln und die Kundenfeedbacks in die Entwicklung einfließen zu lassen. Ich bin der Julian, ich bin der Vorführer der RKF Blesis. Ich durfte diese Maschine testen. Die Montage ist sehr einfach, dadurch, weil der Torsionsrahmen in der Anbauplatte hängt und mit 2 Bolzen befestigt wird. Die Schnellwechslung zwischen Mähkombination oder Heckenschere oder Wildkrautbürste ist sehr einfach und strikt gehalten. Transportfahrt, man kann sagen, diese Maschine hat ein sehr starkes Fahrverhalten, eine sehr leise Kabine, man kann es sehr gut hier drinnen aushalten. Zum Mähen. Die Radwege fahren ist gar kein Problem. Wir können zweireihig mähen, wir können ihn so weit auslegen, dass wir die zweite Reihe schön mähen können. Die Bedienkonzept ist auch sehr gut gebaut worden. Dadurch, dass wir ein Fiedlergerät schon integriert haben in der Kehrmaschine, brauchen wir keinen zusätzlichen Bildschirm oder Joystick. Wir können das alles über die Bedienarmlehne der Kehrmaschine machen. Der Sitz ist auch sehr zu empfehlen. Man sitzt sehr bequem drinnen. Mein Name ist Patrick Peters. Ich bin in der Werkstatt beim Bau auf der Stadt Winterberg und wir sind mit der Maschine sehr zufrieden. Die Maschine hat gut gelaufen. Wir haben die gute 100 Stunden bei uns im Betrieb laufen lassen, mit auch relativ vielen Mitarbeiter, die gefahren haben, damit man auch möglichst viele Erfahrungen sammeln konnte. Und wir sind bis jetzt alle sehr zufrieden gewesen mit der Maschine und wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit der Firma und bedanken uns dafür, dass wir das testen durften und war eine gute und schöne Erfahrung für uns.